Für Kinder ist es ein großes Schlüsselerlebnis, wenn sie hier zum ersten Mal erfahren, dass sie nicht verantwortlich sind für diese Diskriminierungserfahrung, dass sie nicht schuld sind daran. Es hilft den Kindern, das so zu hören, um in einer nächsten Situation ganz konkret das ansprechen zu können. Mein Name ist Li Gong Dieu. Ich arbeite bei KIDS, Kinder vor Diskriminierung schützen, und bin hier als Beraterin tätig. Häufig kommen ratsuchende Menschen zu uns, deren Kinder schwarz sind, und diese Kinder erleben im Kita- oder Schulkontext oft, dass sie rassistisch angesprochen werden und da wenig Unterstützung erfahren durch die pädagogischen Fachkräfte. Ganz häufig ist es so, dass wir erleben, dass Kinder unter Mehrfachdiskriminierung leiden. Das heißt, zu einem bestimmten Merkmal wie rassistische Diskriminierung kommen noch weitere Merkmale dazu. Zum Beispiel besondere Bedarfe, die durch eine Förderdiagnose gegeben sind, oder die Lebenskonstellation, in der das Kind lebt und aufwächst. Viele Menschen behaupten, dass Kinder gar nicht diskriminieren können, gerade wenn sie noch so klein sind, oder dass Kinder selber gar nicht wissen, was Diskriminierung ist und deswegen auch gar nicht Diskriminierung wahrnehmen können. Es ist so, dass das Alter in diesem Fall gar keine Rolle spielt. Kinder können das nicht als Diskriminierung benennen, aber sie spüren ganz genau, dass etwas mit ihnen passiert, was sehr wehtut, was sie verletzt und was nicht richtig ist. Diskriminierung kann bei Kindern traumatisierend wirken. Deswegen müssen wir in so einem Kontext auch von Kindeswohlgefährdung sprechen. Es ist daher wichtig, dass pädagogische Fachkräfte, Erwachsene grundsätzlich, diese Diskriminierungserfahrung anerkennen und etwas dagegen tun. Erwachsene Menschen neigen ganz oft dazu, Entscheidungen zu treffen über den Kopf des Kindes hinweg, weil sie über mehr Lebenserfahrung verfügen und weil sie denken, dass sie sowieso besser wissen, was für das Kind gut ist. Kinder werden in dem Moment nicht befragt, was denn ihre eigene Perspektive ist und was sie dazu denken. Das heißt, wenn Kinder von Diskriminierungserfahrung sprechen, ist es ganz wichtig, dass Erwachsene zuhören, diese Erfahrungen und Berichte respektieren und wahrnehmen und das Kind versuchen dabei zu unterstützen, diese Situation zu verändern. Das heißt, wir brauchen eine diskriminierungssensible Haltung, die jede erwachsene Person für sich selber erarbeiten muss. In einem schulischen Kontext oder in einem Kita-Kontext braucht es pädagogische Fachkräfte, die diese Diskriminierungserfahrung anerkennen. Es braucht Menschen, die zuhören, es braucht Menschen, die die Kinder dabei unterstützen und bestätigen, dass dieses Gefühl richtig ist und wahrgenommen wird und dass sie dabei sind. Das heißt, wenn wir jetzt von Kita und Schule sprechen, braucht es ein Konzept, wo überprüft wird, wo Strukturen gegeben sind, die diskriminierend sind, und eine gemeinsame Veränderung dieser Strukturen dahingehend, damit Kinder sich in einem Ort gut aufhalten und wohlfühlen können. Durch das Empowerment werden Kinder bestätigt und bestärkt, wieder selber aktiv zu werden. Sie erleben, dass sie selber wieder ins Handeln kommen, dass sie Dinge verändern können und dass sie Dinge aussprechen können. Das heißt, sie kommen aus ihrer passiven Rolle raus und erleben sich selbst als selbstwirksam.